Du willst finanziell reich werden, unabhängig sein, Freiheit erlangen, dein Traumleben leben, da musst du 3 Entscheidungen treffen. Diese 3 Entscheidungen erfährst du hier. Viel Spaß mit diesem Video. Hey, hallo und herzlich willkommen, ich bin Danny, 34 Jahre alt, lebe gemeinsam mit meiner Familie auf Mallorca, bin aber gerade in Thailand auf Koh Lanta. Sitze vor meinem Bungalow, um dieses Video für dich aufzunehmen, denn es gibt 3 Entscheidungen, die du treffen musst, wenn du finanziell frei werden möchtest, wenn du dein Einkommen für immer verändern möchtest, wenn du mehr verdienen möchtest. Und Geld ist für mich einfach nur gedruckte Freiheit. Ich weiß nicht, was Geld für dich ist. Ja, für manche ist es ja die Wurzel allen Übels, irgendwas Böses, irgendwas Unanständiges. Für mich ist Geld gedruckte Freiheit. Ja, du kannst mit Geld so viel Gutes tun. Viele Leute sagen, Geld ist gut, Geld ist schlecht. Wollte ich dir was sagen? Geld ist neutral. Geld ist wie ein Messer. Damit kannst du die nächste Oma abstechen oder dir ein Brot schmieren. Geld hat keine Bedeutung so richtig. Du gibst ihm die Bedeutung. Geld macht nicht den Charakter schlecht, Geld verstärkt deinen Charakter, okay? Bist du ein toller Mensch, wirst du ein super Mensch dadurch. Warst du vorher ein Arschloch, wirst du ein Riesenarschloch. Ganz einfach. Also, verdiene viel Geld, sei nicht blöd, lass dich nicht verarschen. Verdiene viel Geld und sei frei. Hol dir die gedruckte Freiheit in dein Leben. Ja? Und wenn dich das gerade aufregt oder du merkst, das stört mich aber, dieser Gedanke, wie kann man so oberflächlich sein, materialistisch sein, Geld ist nicht alles, dann achte bitte drauf, dass ich das auch gar nicht gesagt habe, dass Geld alles ist. Aber Geld ist toll, ja, und wer das verneint, der tut mir leid, ja, sorry. Das ist wie jetzt, ob du sagst, Vanillepudding ist nicht toll oder so. Keine Ahnung, schmeckt doch lecker. Doofer Vergleich, ich weiß. Aber es gibt 3 Entscheidungen. Die erste Entscheidung ist, von wem lernst du, also mit wem verbringst du deine Zeit. Wir Menschen haben in unserem Gehirn, und das ist nachgewiesen, Spiegelneuronen, sogenannte Spiegelneuronen. Ja, hängst du die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten ab, die die ganze Zeit Playstation spielen und kiffen, dann wirst du auch Playstation spielen und kiffen. Du wirst das toll finden, du wirst dafür dich begeistern können. Hängst du die ganze Zeit mit Leuten ab, die immer Oberaffengeil sagen, wirst du auch Oberaffengeil sagen. Hängst du die ganze Zeit mit Leuten ab, die sagen, oh, das Leben ist schwer, das Leben ist schlecht, das Leben ist lange, das Leben ist so und so und so, dann kannst du dich nicht ewig dagegen wehren, okay? Du wirst irgendwann auch genau die gleichen Sachen sagen wie diese Menschen. Und das Schöne ist aber daran, wenn du dich mit Menschen umgibst, die einen positiven Fokus im Leben haben, dann wirst du auch einen positiven Fokus im Leben haben, okay? Es wird dir gut gehen, du wirst tolle Gedanken hegen. Wenn du mit Menschen deine Zeit verbringst, die große Ziele haben, dann wirst du davon angesteckt werden. Du wirst auch große Ziele entwickeln. Weißt du, ich habe nichts dagegen, dass man mit Menschen zu tun hat, die einen nicht weiterbringen. Auf keinen Fall. Warum sollte man sich denn von allen Menschen trennen, obwohl man sie gerne mag, die irgendwie nicht perfekt sind oder sowas? Um Gottes Willen. Ja, sei nicht so jemand. Hab deine Freunde gern, aber umgib dich auch viel mit Erfolgsmenschen. Und das Beste ist, hab als Freunde Erfolgsmenschen. Ja, also als wirkliche, echte Freunde. Das macht total Sinn. Und weißt du was? Das passiert automatisch, wenn du selber so jemand wirst. Wenn du selber sehr positiv wirst. Wenn du dich selber mit Erfolg umgibst. Wenn du selber positive Glaubenssätze annimmst. Wenn du selber jemand wirst, zu dem andere aufschauen. Wenn du selber jemand bist, der das Leben einfach gern hat, der das Leben liebt, der sich zur Sonnenseite des Lebens hinwendet, dann wirst du auch solche Freunde haben, die genau das Gleiche tun. Wir ziehen immer die Menschen an, die wir verdienen und die so sind, wie wir selbst sind. Ja, und wenn du gerade im Moment nur komische Freunde hast oder Leute, die sehr negativ sind, dann schau bitte in den Spiegel, denn da siehst du die Ursache dafür. Es gibt immer Ursache und Wirkung, und die Wirkung, die du in der Außenwelt siehst, das ist die Ursache, hast du immer in deinen Gedanken, in deinem Kopf, in dir selber gelegt, und das ist die Realität. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du dir das klar machst. Auch wenn du Dinge lernst, lern die von wirklichen Profis, hol dir gute Coaches, gib dafür Geld aus. Ich kann dir das nur empfehlen, nicht weil ich selber Coach bin, sondern weil ich das selber auch immer so praktiziere. Ja, wenn ich in einem Bereich gut werden möchte, dann gucke ich mir an, wer ist denn noch darin gut, und dann will ich von genau diesen Menschen lernen, denn nur so bringt man es zur Meisterschaft, nur so kommt man auf Champions League Niveau, nur so wird man richtig groß erfolgreich, indem man das tut, was die richtig groß Erfolgreichen auch tun, und das macht ja total Sinn. Dieses Modell nennt sich Modeling of Excellence, also Modellieren von bereits erfolgreichen Menschen. Tu das, was ein erfolgreicher Mensch tut, und du wirst wahrscheinlich auch erfolgreich. Du musst ihn ja nicht 1:1 nachmachen, aber es gibt bestimmte Erfolgszutaten, die wie ein Backrezept am Ende dafür sorgen, dass das Richtige herauskommt. Entscheidung Nummer 2 ist, entscheide, was du willst. Wie viel willst du dieses Jahr verdienen? Wie viel? Bitte den Betrag. Rechne das mal auf den Tag runter. Wenn du 100.000 Euro verdienen willst, sind das 274 Euro am Tag. Okay? Wenn du 200.000 verdienen, gut, dann sind das Doppelte. Das sind in meinem Kopf gerechnet dann 548. Oh Gott, ich hoffe, das war richtig. Falls nicht, schreib es mir in die Kommentare. Ich habe keinen besonders guten Schulabschluss.
Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht später trotzdem viel Geld verdiene. Weißt du, der Schulabschluss hat nicht unbedingt was damit zu tun, vor allem nicht, wenn du Unternehmer werden möchtest, dann hast du alle Möglichkeiten. Ich habe noch nie irgendwo gesehen, ja, Unternehmer müssen Abitur haben. Jetzt höre ich hier im Hintergrund gerade die ganze Zeit so ein Geräusch und denke mir, das ist irgendwas Elektronisches. Aber ich glaube, es ist ein Affe oder sowas. Oder eine besondere Vogelart. Bin ich so oft außerhalb von Europa unterwegs, aber spannend, ja, spannend, spannend, spannend. Das ist eines von meinen großen Zielen, ja, um die Welt zu reisen und dafür braucht man Geld, ja. Also wenn Leute sagen, Geld ist schlecht, aber sie wollen gleichzeitig um die Welt reisen, dann haben die einen Vollschaden meiner Meinung nach. Das ist ja ein Mittel auch zu einem bestimmten Zweck. Und du kannst mit Geld auch vielen Leuten helfen, also verdien bitte viel Geld. Sei kein Vollidiot. Dritte Entscheidung. Entscheide, welchen Preis bist du bereit zu bezahlen. Wenn du ein Projekt hochstemmen willst, zum Beispiel ein eigenes Unternehmen und du willst es richtig groß machen. Zum Beispiel ich selber habe jetzt gerade im Moment Vollzeit, also Leute, die wirklich Vollzeit aktuell da sind, ich glaube 50, 60. Ich kann das nie so richtig, ich müsste das mal durchzählen, aber es sind echt viele Leute. Ja? Also es sind allein insgesamt im Telefonvertrieb sind es allein knapp 60 Personen. Aber davon nicht alle in Vollzeit, darum habe ich die jetzt da nicht mit reingezählt, viele davon. Viele auch auf 450 € Basis. Aber um das hochzustemmen, meinst du, dafür habe ich 7, 8 Stunden die Woche gearbeitet? Oder 40 nur? Forget it, keine Chance. Ja, so schlau bin ich nicht. Ehrlich nicht. Ich habe dafür echt viel gearbeitet. Ich musste auch auf viele Lösungen kommen. Es gab viele Probleme zu bewältigen, viele Dinge zu lernen. Das war nicht einfach. Ehrlich nicht. Das war nicht leicht. Ich würde niemals behaupten, mein Unternehmen aufbauen, das war so leicht. Kinderspielen. Und wisst ihr was? Jetzt sitze ich hier in Asien, weil ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte. Um Gottes Willen. Einige meiner festangestellten Mitarbeiter, vor allem meiner Manager, die sind viel schlauer als ich. Und die hätten, glaube ich, auch gar keinen Bock, Unternehmer zu werden. Weil das ist echt auch ein hartes Brot. Und das ist auch ein Job, der nicht für jeden was ist. Ja, als Unternehmer musst du bestimmte Entscheidungen treffen, die ganz anders sind als Manager oder als Fachkraft in dem Bereich. Wenn du das werden möchtest, musst du aber bereit sein, hart zu arbeiten. Also welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Wenn du sagst, ich möchte Unternehmer werden, dann herzlich willkommen. Die nächsten 3 Jahre wirst du 60 bis 70 Stunden pro Woche arbeiten, wenn du es wirklich weit bringen willst. Und jeder, der was anderes behauptet, ist ein Schwätzer. Oder jemand, der bereits erfolgreich ist, jetzt nicht mehr so viel arbeitet, verstanden hat, was er gemacht hat und denkt, das kann jemand, der die Erfahrung aber noch nicht hat, reproduzieren. Aber das ist nicht so. Jeder muss die Erfahrung selber sammeln. Ja, das siehst du daran, wenn du guten Freunden oder Freundinnen versuchst, einen Ratschlag zu geben aus deiner eigenen Lebenserfahrung. Ratschläge sind auch Schläge und viele Menschen können mit Ratschlägen gar nichts anfangen, auch wenn sie gut gemeint sind, weil sie die Erfahrung halt selber sammeln müssen in ihrem eigenen Leben. Ja, alles ist schon mal irgendwo gesagt worden oder geschrieben worden, halt nur noch nicht von jedem. Und viele Menschen müssen bestimmte Erfahrungen machen, die andere hunderte Jahre vor ihnen schon gemacht haben. Da hilft es auch nichts, wenn das in irgendeinem Buch steht. Die müssen die Erfahrung halt einfach machen, okay? Und dementsprechend bitte, bitte, bitte glaube mir, du musst viel arbeiten, wenn du ein großes Unternehmen nach oben bringen möchtest, gerade in der Anfangszeit, später nicht mehr so viel, weil du einfach viele Dinge auch gelernt hast. Du kannst Mitarbeiter anders führen, weil du vielleicht zu einer anderen Persönlichkeit wirst, die vertrauenswürdiger scheint, die Menschen klarere Arbeitsaufträge geben kann, die glasklar in ihrem Kopf ist. Es kommt mir zumindest immer mehr so vor, dass ich jedes Jahr klarer in meiner Birne werde und viel genauer und präziser definieren kann, was ich eigentlich von meinen Leuten erwarte, denen viel mehr Vertrauen schenken kann. Das kann ich aber nur deswegen, weil ich selber viel mehr Vertrauen zu mir habe. Ja, du kannst nicht Vertrauen oder Liebe schenken, wenn du nicht Vertrauen oder Liebe in dir fühlst. Und auch das ist eine Erfahrung, die dann nach einer Zeit einfach kommt, ja, und so eine Reife, die einfach kommt. Und wenn du dann so weit bist, musst du nicht mehr so unglaublich viel arbeiten. Also ich glaube, aktuell bin ich bei ungefähr einem Pensum von 5 bis 6 Stunden am Tag, die aber hochintensiv ohne Pause. Jetzt hier nicht in Thailand, wo ich gerade rumreise, da sind es vielleicht so 1 Stunde am Tag gerade. Aber sonst 5 bis 6 Stunden am Tag, ohne Pause oder mit ganz wenig Pausen, hochkonzentriert und das reicht völlig. Damit kriege ich alles gut abgedeckt, kann allen Menschen klare Arbeitsaufträge geben, kann mir Strategien ausdenken für mein Unternehmen und damit läuft alles. Ein Freund von mir, der hat 4 Unternehmen und die sind alle fett. Jedes davon macht über 1 Million Euro im Jahr, einige noch viel mehr und der kommt natürlich nicht zur Ruhe, ja? Der ist ständig am Arbeiten. Die ganze Zeit, weil er ja auch in allen Unternehmen persönlich die Führung mit übernimmt. Das macht ihm aber auch total Spaß. Der will auch ganz hoch hinaus. Ich will nicht so hoch hinaus. Ich muss keine 100 Millionen auf meinem Konto haben. Mir reicht es einfach, wenn ich... Also mir ist immer wichtig, die nächsten 10, 15 Jahre nicht mehr arbeiten zu müssen und sicher zu sein. Ja, dass ich einfach weiß, wenn ich mir irgendwas kaufen will, kann ich mir kaufen.
dass ich weiß, den Lebensstandard, den ich haben möchte, und der ist gar nicht so hoch, den möchte ich leben können. Also ich gebe meistens im Monat so 3.000 Euro aus, vielleicht mal 3,5. Und dann gibt es auch mal Monate, da sind es halt mal 10, aber das ist eher wirklich selten bei mir, weil ich das nicht brauche. Ja, weil ich nicht will, weil ich nicht glücklicher bin, wenn ich das Filetsteak nehme. Mir reicht auch das Hüftsteak. Oder ich finde es genauso lecker. Also gibt es vielleicht noch viele andere Beispiele. Ich glaube, in der Einfachheit liegt das Glück. Und das Glück ist das, worum es im Leben geht. Wenn du glücklich bist, hast du alles erreicht. Wenn du unglücklich bist, hast du nichts erreicht. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Dennoch ist Geld ein Vehikel zur Freiheit und dementsprechend solltest du viel davon verdienen. In diesem Video hast du 3 Entscheidungen kennengelernt, die du treffen musst, wenn du finanziell frei werden möchtest, wenn du mehr Geld verdienen möchtest und damit gedruckte Freiheit erleben möchtest. Das kannst du auch erreichen mit einem Coaching im Bereich Online-Marketing. Wenn du nämlich ein eigenes Online-Business hast, dann verdienst du von zu Hause aus Geld. Einfach von deinem Laptop aus. Ja, wie mit einem Videospiel, oder? In dem du einfach nicht mehr morgens zur Arbeit fahren musst. Stell dir mal vor, du musst nie mehr ins Hamsterrad zurück. Ja, nicht mehr abstrampeln für irgendeinen Chef, sondern du bist dein eigener Chef und das mit dem Computer aus oder mit dem Laptop aus, von jedem Ort der Welt. Hast du da Bock drauf? Dann lass dich von mir coachen. Hier unter diesem Video findest du einen Link, klick auf den drauf und dann sehen wir uns. Ja, dann kommt noch ein sehr ausführliches Video, ich erkläre dir alles. Dann bewirbst du dich, telefonierst mit einem meiner Online-Marketing-Experten und dann guck dir einfach mal, ob das zusammenpasst oder nicht. Und wenn es zusammenpasst, würde ich mich auf jeden Fall sehr für dich freuen und damit dir gemeinsam zusammenzuarbeiten. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, gib ihm gerne einen Daumen hoch, abonniere diesen Channel. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, mach's gut, ciao.